I've watched him and the sort of culmination of years of preparation. And he knows that he's stepping into very big shoes, but he's his own man. Seit Jahren kursieren Gerüchte über die wahre Abstammung von Prinz Harry. Jetzt hat Sir Nicholas Soames, der Enkel von Winston Churchill und ein enger Insider des Königshauses, endlich sein Schweigen über die schockierende Wahrheit hinter den Ergebnissen des Vaterschaftstests von Prinz Harry gebrochen. Und glauben Sie uns, es ist schlecht. Was hat Soames enthüllt? Könnte dies der Skandal sein, der die königliche Familie in ihren Grundfesten erschüttert? Bleiben Sie dran, denn diese brisante Wahrheit wird Sie verblüffen. Glauben Sie, dass Prinz Harry wirklich der Sohn von König Charles ist? Kommentieren Sie mit Ja oder Nein. Ein Fürst in Aufruhr. Die britische Monarchie ist seit Jahrhunderten ein unerschütterliches Bollwerk der Tradition, des Erbes und der Kontinuität. Die königliche Familie ist eine stabile Institution geblieben, die trotz Kriegen, politischen Umwälzungen und dem ständigen Wandel des gesellschaftlichen Fortschritts eine unverwechselbare Verbindung von Tradition und Moderne verkörpert. Intern Reibereien, Skandale und in der Öffentlichkeit ausgetragene, sehr persönliche Streitigkeiten haben diese einst geeinte Front in den letzten Jahren jedoch zerrüttet. Die Monarchie befindet sich mehr denn je an einem Wendepunkt in ihrer Geschichte und steht vor einer ihrer turbulentesten Epochen. Prinz Harry, dessen Leben sowohl die Vorzüge als auch die Anforderungen der Monarchie widerspiegelt, steht im Mittelpunkt dieser Unruhen. Seine Anwesenheit hat die Hartnäckigkeit der Institution oft auf die Probe gestellt. Angefangen mit seinen frühen Jahren als sorgloser, rebellischer Ersatzmann bis hin zu seinem abrupten Ausscheiden aus dem königlichen Leben. Seine privaten und öffentlichen Probleme haben oft Skandale ausgelöst, die Spaltung der Familie vergrößert und den Palast gezwungen, Schäden zu reparieren. Obwohl es in den letzten Jahren schockierende Eingeständnisse gegeben hat, schwelen Harrys Probleme schon viel länger, als die meisten Menschen verstehen. Tragische Ereignisse prägten seine frühen Jahre. Im Alter von 12 Jahren verlor er seine Mutter, Prinzessin Diana. Harry war gezwungen, vor den Augen der Öffentlichkeit zu trauern und wuchs in einer Kultur der starren Erwartungen und der ständigen Aufmerksamkeit der Medien auf. Im Gegensatz zu seinem gehorsamen älteren Bruder William trugen seine rebellische Art, seine extravaganten Partys, seine umstrittenen Entscheidungen und seine Auseinandersetzungen mit den Medien dazu bei, seinen Ruf als unruhiger Prinz zu festigen. Ihm gelang es nicht, eine bedeutende Position in der Monarchie einzunehmen, da er immer als Untergebener des Thronfolgers angesehen wurde, obwohl er beim Militär Bedeutung erlangte und an der Front in Afghanistan diente. Dann folgte die Hochzeit mit Meghan Markle, die einen Medienrummel auslöste und die tiefen Gräben in der königlichen Familie offenbarte. Die Spannungen, die sich seit Jahren aufgebaut hatten, wurden durch den Rückzug der beiden aus dem königlichen Leben, die schockierenden Interviews und Harrys unzensierte Memoiren offengelegt, was dazu führte, dass die Monarchie verzweifelt versuchte, ihr akribisch gepflegtes Image zu wahren. Einer der größten Störenfriede war der einst treue Prinz. Ein Schatten jedoch hat Harry von Anfang an verfolgt und wurde trotz aller öffentlichkeitswirksamen Themen jahrzehntelang in den Fluren des Palastes diskutiert und von den Medien untersucht. Eine weitaus intimere Frage lauerte schon lange vor Maxit oder Sparrow, vor den öffentlichen Konflikten und Enthüllungen unter der Oberfläche. Ist Prinz Harry wirklich der Sohn von König Charles? Diese Frage, die sich aus der bekannten Romanze von Prinzessin Diana mit dem Kavalleriekommandanten James Hewitt ergibt, hat Harrys Leben geprägt. Die bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen Harry und Hewitt sowie die Chronologie von Dianas Freundschaft mit Hewitt haben zahlreiche Theorien genährt. Hewitt hat öffentlich bestritten, Harrys Vater zu sein, und behauptet, seine Romanze mit Diana habe erst nach Harrys Geburt begonnen, während die königliche Familie diese Behauptungen stets bestritten hat. Aber die Gerüchte haben nie aufgehört. Sir Nicholas Soames, ein Mann, der früher in königlichen Kreisen gut verankert war, hat nun neue Informationen veröffentlicht, die das Potenzial haben, die Monarchie völlig umzustürzen. Soames, der Enkel von Winston Churchill und ein enger Verbündeter von König Charles, war ein glühender Anhänger der königlichen Institution. Seine Worte haben Gewicht. Und wenn das, was er zu sagen hat, wahr ist, könnten die Auswirkungen für das Haus Windsor katastrophal sein. Seine Worte haben Gewicht. Die britische Monarchie hat schon viele Skandale, Verrat und den Stress der sich wandelnden Zeiten ertragen müssen. Aber diese Krise ist anders als alle anderen, die es je gegeben hat.
Die grundsätzliche Legitimität eines Prinzen ist in Frage gestellt. Und die Monarchie selbst wird auf den Prüfstand gestellt, was ihre Glaubwürdigkeit und ihre Fähigkeit, weiter zu existieren, angeht. Ein Punkt hingegen ist absolut. Die königliche Dynastie des Vereinigten Königreichs ist nicht mehr nur eine Darstellung der Tradition. Sie ist schon viel zu lange begraben. Und jetzt ist es ein Kampf um die Wahrheit, die begraben wurde. Eine Stimme, die Loyalität verkörpert. Sir Nicholas Soames, ein lebenslanger Vertrauter von König Charles III., hat sich öffentlich sehr besorgt über das Verhalten und die Handlungen von Prinz Harry geäußert. Insbesondere über seine häufige Kritik an der Monarchie und seinem Vater, dem König. Dies ist eine überraschende und unerwartete Wendung, die eingetreten ist. Das Interview, das im Times Radio ausgestrahlt wurde, hat im ganzen Land Schockwellen ausgelöst und dem ohnehin schon politisch aufgeheizten königlichen Umfeld noch eine weitere Skandalschicht hinzugefügt. Nach der Krönung von König Charles hätte der Zeitpunkt der Äußerungen von Soames nicht besser gewählt werden können. Dies gilt insbesondere, wenn man die anhaltende Unklarheit über die Position von Prinz Harry innerhalb der königlichen Familie bedenkt. Die Beteiligung von Soames ist nicht nur wegen des Inhalts seiner Äußerungen, sondern auch wegen der Person selbst äußerst brisant. Wenn es darum geht, den aktuellen Status der Monarchie zu kommentieren, ist Sir Nicholas Soames nicht nur ein Außenseiter. Er ist ein angesehener Politiker, Enkel von Winston Churchill und ehemaliger Parlamentsabgeordneter, der einer konservativen Ideologie anhängt. Noch wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass er in seinem Bekenntnis zu König Charles nie ins Wanken geraten ist, was seinen Aussagen einen immensen Wert verleiht. Seit dem 12. Lebensjahr des Königs ist Soames ein enger Freund des Königs. Und er ist ihm über Jahrzehnte hinweg in persönlichen und politischen Auseinandersetzungen zur Seite gestanden. Die Beziehung zwischen den beiden war so eng, dass Soames Charles sogar die Verantwortung übertrug, bei seiner Hochzeit als Trauzeuge zu fungieren, eine Position, die oft Menschen vorbehalten ist, die von großem persönlichen Wert sind. Da Soames ein ehemaliger Stallknecht des Königs war, hatte er außerdem die außergewöhnliche Gelegenheit, im inneren Heiligtum des königlichen Haushalts zu dienen. Dadurch hat er aus erster Hand erfahren, wie die Monarchie funktioniert. Über die Position von Prinz Harry innerhalb der königlichen Familie wird auch nach der Krönung noch viel spekuliert, denn die Spannungen sind nach wie vor vorhanden. Es hat den Anschein, dass die Bemerkungen von Soames mehr als nur seine persönlichen Vorlieben widerspiegeln. Sie erwecken den Eindruck, dass es sich um eine sorgfältig kalkulierte Bemerkung handelt, die von jemandem gemacht wurde, von dem viele glauben, er habe die Erlaubnis erhalten, im Namen von König Charles selbst zu sprechen. Es sind die zunehmend öffentlichen Angriffe, die Prinz Harry gegen die Familie richtet, die den Kern seiner Bedenken ausmachen. Harry hat immer wieder intime königliche Belange offenbart und damit einen negativen Schatten auf die Monarchie geworfen. Dies zeigt sich sowohl in seinen bahnbrechenden Interviews als auch in den umstrittenen Behauptungen, die er in seinem Buch Spare aufgestellt hat. In einem Interview mit dem Radiosender Times machte Soames keinen Hehl aus seinen Ansichten und machte sehr deutlich, wo seine Loyalität liegt, in einem Ton, der wenig Raum für Streitigkeiten über Charles' unerschütterliches Engagement für den König ließ. Brachte Soames seine Zuneigung für Charles zum Ausdruck und beschrieb ihn als jemanden, den er sehr bewundert. Seine scharfen Worte unterstreichen eine in königlichen Kreisen aufkommende Meinung, nämlich, dass die Entscheidungen von Prinz Harry nicht nur das Verhältnis zu seinem Vater belastet haben, sondern auch der Monarchie selbst immensen Schaden zugefügt haben. Im Laufe der 30-minütigen Diskussion brachte Soames sein Mitgefühl für den König zum Ausdruck und betonte, wie viel Schmerz Harrys Handlungen verursacht hätten. Am Beispiel seiner eigenen hypothetischen Erfahrung erklärte er, wenn mein eigener Sohn mir so etwas antun würde, wäre das einfach das Grausamste, und niemand würde sich daran stören. Er verglich den Vorfall mit seiner eigenen hypothetischen Erfahrung. Seine Äußerungen zeichneten das Bild eines Elternteils, der unter einer unerträglichen Last leidet, eines Mannes, der zwischen seinen königlichen Pflichten und seinem eigenen persönlichen Elend hin und her gerissen ist. Soames behauptet, dass Charles die Angriffe von Harry als einen verheerenden Schlag empfunden hat. Es ist an der Zeit, dass Soames öffentlich zu diesem Thema Stellung nimmt. Obwohl die Krönung ein Zeichen der Kontinuität, der Stärke und der Zusammengehörigkeit sein sollte, wirft die anhaltende Entfremdung von Prinz Harry weiterhin einen Schatten auf die königliche Familie und lenkt von den Bemühungen der Monarchie ab,
ein Gefühl der Stabilität zu vermitteln. Die Botschaft, die Soames Harry zu übermitteln versucht, ist sehr offensichtlich, seit er sein Schweigen auf so eindeutige Weise gebrochen hat. Seine hartnäckigen Aktivitäten werden nicht auf die leichte Schulter genommen, und die Folgen seiner öffentlichen Kritik an der Monarchie entwickeln sich zu immer schwerwiegenderen Konsequenzen. Es gibt einen Zweifel, der immer wieder auftaucht, während Großbritannien die Entwicklung dieses königlichen Dramas mit hohem Einsatz verfolgt. Könnte es sein, dass Sir Nicholas Soames nur seiner eigenen Verärgerung Luft macht? Oder könnte es sein, dass er tatsächlich eine Warnung von König Charles selbst überbringt? Die verbleibenden Zweifel. Die jüngsten Äußerungen von Sir Nicholas Soames werden noch dadurch erschwert, dass er eine Beziehung zu Prinzessin Diana hatte und außerdem ein glühender Anhänger von König Charles ist. Was die unglückliche Ehe von Charles und Diana betrifft, so hat sich Soames, der seit langem ein enger Freund der königlichen Familie ist, freimütig zu der Situation geäußert und auf den großen Druck hingewiesen, dem beide Personen hinter verschlossenen Türen ausgesetzt waren. In früheren Interviews drückte Soames seine Traurigkeit über die Umstände aus, die zum Scheitern der Ehe führten. Er hat auch erwähnt, dass sowohl Charles als auch Diana in den schwierigsten Jahren ihrer Beziehung Trost in der Gesellschaft anderer Menschen suchten. Die Verbindung zwischen Charles und Camilla Parker Bowles, die schließlich den Lauf der Dinge für die königliche Familie veränderte, soll Charles den nötigen Frieden gebracht haben. Auf der anderen Seite führte Dianas Suche nach Trost zum Entstehen einer Reihe von intimen Beziehungen, von denen eine nach wie vor Gegenstand ständiger Neugierde ist, vor allem im Hinblick auf die Vaterschaft von Prinz Harry. Nach Dianas frühem und traurigem Tod im Jahr 1997 trauerte die Welt um die Prinzessin des Volkes. Doch ihr Tod hinterließ auch eine Reihe von Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Es gibt ein hartnäckiges und beängstigendes Gerücht über die wahre Identität von Prinz Harrys Vater. Eine Frage, die das britische Königshaus seit Jahrzehnten beschäftigt. Dieser Restverdacht wurde im Stillen von Sir Nicholas Soames wiederbelebt, der auf die Möglichkeit hinwies, dass Harrys Persönlichkeitsmerkmale, seine rebellische Veranlagung und seine Lebensentscheidungen auf ein anderes väterliches Erbe zurückzuführen sein könnten. Auch wenn diese Bemerkung nicht ganz eindeutig ist, so spiegelt sie doch eine Hypothese wider, die seit langem im Umlauf ist und seit vielen Jahren in Adels- und Boulevardkreisen diskutiert wird. Es besteht die Möglichkeit, dass Major James Hewitt der biologische Vater von Prinz Harry ist. James Hewitt, ein ehemaliger Offizier der britischen Kavallerie, wurde nicht nur wegen seines attraktiven Aussehens und seiner erfolgreichen Militärkarriere berüchtigt, sondern auch wegen seiner Romanze mit Prinzessin Diana, die in der Öffentlichkeit große Beachtung fand. Berichten zufolge soll die Romanze, die später von beiden Seiten anerkannt wurde, von 1986 bis 1991 gedauert haben, wobei Diana selbst zugab, sich in dieser Zeit in ihrer Ehe schrecklich vernachlässigt gefühlt zu haben. Zweifler haben den offiziellen Zeitplan immer wieder in Frage gestellt und Bedenken geäußert, dass die tatsächliche Art ihrer Beziehung unehrlich gewesen sein könnte. Hewitt hat oft behauptet, dass seine Romanze mit Diana nach der Geburt von Prinz Harry im Jahr 1984 begann. Doch Zweifler haben dieses offizielle Datum immer wieder in Frage gestellt. Die verblüffende körperliche Ähnlichkeit zwischen Hewitt und Harry heizt die Gemüter weiter an. Beide haben rothaarige Haare, eine vergleichbare Gesichtsstruktur und sogar ein vergleichbares Temperament. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten gab es viele Vermutungen, dass Dianas zweiter Sohn nicht das leibliche Kind von König Charles III. Sein könnte. Nach Dianas Tod hatte Hewitt eine Reihe von Fernsehauftritten, die die Skepsis über Harrys Vaterschaft weiter anheizten. Dadurch rückte die Geschichte wieder ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Die Tatsache, dass er bereit war, über seine romantische Beziehung zu der verstorbenen Prinzessin zu sprechen, sowie die Tatsache, dass er in Harrys jüngeren Jahren eine enge Beziehung zu ihr hatte, öffnete Tür und Tor für noch mehr Spekulationen. Der Buckingham-Palast hat wiederholt bestritten, dass die Anschuldigungen der Realität entsprechen, obwohl die Öffentlichkeit von der Möglichkeit eines königlichen Skandals fasziniert ist. Offizielle königliche Quellen und vertraute Mitglieder der Familie haben betont, dass Prinz Harry zweifelsohne der Sohn von König Charles ist. Sie haben auch betont, dass sein rotes Haar auf die Spencer-Familie und nicht auf die Hewitt-Familie zurückgeführt werden kann. Percival Charles Spencer, der Bruder von Prinzessin Diana,
Als auch Earl Spencer, der Vater der Spencer-Kinder, von Natur aus rote Haare haben, wird die Behauptung, dass Harrys auffällige Haarfarbe von seinem mütterlichen Erbe herrührt, gestärkt. Darüber hinaus zeigen frühere Fotos der Spencer-Vorfahren eine signifikante Präsenz von Familienmitgliedern mit rotem Haar, was die Debatte um Harrys Vaterschaft weiter in Frage stellt. Sogar Hewitt selbst hat sich bemüht, die Behauptungen zu widerlegen, indem er in einem Interview erklärte, es besteht absolut keine Möglichkeit, dass ich Harrys Vater bin. Ich kann ohne jeden Zweifel sagen, dass ich vor der Geburt meines Sohnes keinerlei Beziehung zu Diana hatte. Eine Sache, die einen langen Schatten auf diese Dementis wirft, ist die Chronologie der Romanze zwischen Diana und Hewitt sowie die unbestreitbare Ähnlichkeit von Harry mit dem ehemaligen Offizier. In Anbetracht der katastrophalen Auswirkungen, die eine solche Enthüllung auf das Ansehen der Monarchie und die Gültigkeit der Thronfolge haben würde, glauben viele, dass das britische Königshaus niemals zulassen würde, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Jetzt, mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung von Prinz Harrys aufrührerischen Memoiren Sperre und seiner anhaltenden Entfremdung von der königlichen Familie, ist das Thema seiner wahren Herkunft erneut in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Die jüngsten Äußerungen von Sir Nicholas Soames, auch wenn sie vorsichtig und zurückhaltend formuliert sind, haben Vermutungen geweckt, die darauf hindeuten, dass bestimmte königliche Insider ihre eigenen Vorbehalte bezüglich der biologischen Herkunft von Prinz Harry haben könnten. Möglicherweise ist dies der Grund, warum Harry innerhalb der kaiserlichen Familie häufig als Außenseiter erscheint. Ist es möglich, dass dies das unausgesprochene Geheimnis ist, das den Grund für seine seit langem bestehende Feindseligkeit gegenüber der Monarchie liefert? Und noch wichtiger, bedeutet dies, dass bestimmte Mitglieder des Königshauses die Wahrheit schon seit geraumer Zeit kennen, sie aber vor der Öffentlichkeit verbergen wollen? Diese Frage ist nach wie vor eines der beunruhigendsten und unbeantworteten Rätsel des modernen königlichen Zeitalters, obwohl der britischen Monarchie Kontroversen, Skandale und familiäre Spannungen nicht fremd sind. Trotz der hartnäckigen Gerüchte und der beängstigenden Auswirkungen hat Harry nie aufgehört, sich Gehör zu verschaffen, um reinen Tisch zu machen. Seine Sichtweise zu diesem Thema ist sehr viel persönlicher. Und wenn man seinen Kampf versteht, wird klar, welchen emotionalen Tribut diese Unwahrheiten bei ihm gefordert haben. Prinz Harrys Kampf mit Vaterschaftsgerüchten. Die Auswirkungen dieser Gerüchte auf Harry waren erheblich und weitreichend. Sie waren nicht nur verheerend für Harry, sondern auch äußerst traumatisch für seine verstorbene Mutter Diana, die mit den unaufhörlichen Gerüchten, die von den Medien verbreitet wurden, zu kämpfen hatte. Harry hat sich nicht gescheut, die Auswirkungen dieser Behauptungen auf ihn in seinem Buch, das unter dem Titel Spare. Er bezeichnete sie als schädlich und hart und betonte, dass sie nicht der Realität entsprechen. Er erzählte von einer besonders beängstigenden Erinnerung an seinen Vater, König Charles III, der sich einen Scherz mit ihm erlaubte und sagte, vielleicht ist dein richtiger Vater in Broadmoor, mein lieber Junge. Obwohl Charles diese Aussage wahrscheinlich als Scherz gemeint hat, gab Harry zu, dass sie ihn dennoch beunruhigt hat. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Boulevardpresse weiterhin an seiner wahren Herkunft zweifelt. Eine Person, die Diana seit vielen Jahren nahe stand, Richard Dalton, der lange Zeit ihr Friseur gewesen war, verlieh Harrys Darstellung der Ereignisse zusätzliches Gewicht. Die Tatsache, dass Harry 1984 geboren wurde, also lange bevor Dianas Beziehung zu Hewitt begann, wurde von Dalton in seiner Biografie mit dem Titel It's All About the Hair offengelegt. Darüber hinaus erwähnte er, dass Harrys charakteristisches rotes Haar kein Zufall war, sondern ein Merkmal, das er von der Familie Spencer übernommen hatte und nicht von Hewitt. Selbst wenn diese Fakten wahr sind, kursieren die Gerüchte weiter. Aber Harrys Antwort war eindeutig. Die Gerüchte waren nicht nur völlig falsch, sondern haben ihm auch sehr viel Schmerz bereitet. Das ist etwas, womit er einen großen Teil seines Lebens zu tun hatte. Und es hat nicht nur seinen persönlichen Weg, sondern auch das Leid seiner Familie überschattet. Um die Anfänge der Kontroverse um die Vaterschaft von Prinz Harry zu verstehen, muss man in die stürmischen Jahre zurückreisen, die dem schrecklichen Tod von Prinzessin Diana vorausgingen. Es war nicht mehr als eine Illusion, eine sorgfältig gepflegte Maske, die erhebliche innere Probleme, Untreue und unversöhnliche Konflikte verbarg. Das märchenhafte Bild ihrer Ehe mit Prinz Charles war nicht mehr als eine Fantasie.
Die Verbindung von Diana und Charles, die als großartig und hoffnungsvoll gefeiert wurde, entpuppte sich schnell als eine Beziehung, die von tiefer Unzufriedenheit geprägt war. Dass Charles Herz einer anderen Frau, Camilla Parker Bowles, gehörte, war Diana von Beginn ihrer Beziehung an sehr bewusst. Obwohl sie erst Anfang 20 war, fand sich die Prinzessin in einer Ehe wieder, die einsam und lieblos war. Außerdem musste sie sich einer Institution fügen, die häufig mehr Wert auf Pflichtbewusstsein als auf persönliche Zufriedenheit legte. Diana, die dringend eine emotionale Bindung brauchte, suchte Trost außerhalb der königlichen Mauern. Sie entwickelte tiefe und enge Beziehungen zu Frauen und Männern, die ihr im Gegensatz zu Charles die Wärme und das Verständnis entgegenbrachten, nach denen sie sich so sehr sehnte. Einer von ihnen war Major James Hewitt, ein dynamischer Kavalleriekommandant, der später zu einer der umstrittensten Persönlichkeiten in der Geschichte des Königshauses werden sollte. Dass sich aus der Beziehung zwischen Diana und Hewitt eine leidenschaftliche Romanze entwickelte, die über 5 Jahre andauerte, ist ausführlich dokumentiert worden. Im direkten Gegensatz zu der kühlen und distanzierten Dynamik, die sie mit Charles hatte, vertraute sie sich ihm an, vertraute ihm und suchte Trost in seiner Gesellschaft. Sie fand Trost in seiner Gegenwart. In den darauffolgenden Jahren brachten Dianas eigene Geständnisse und Hewitts Auftritte in den Medien das öffentliche Eingeständnis ihrer Affäre, die zu einem der berüchtigtsten Skandale der damaligen Zeit geworden war. Obwohl Hewitt oft bestritten hat, dass sie mit Prinz Harry biologisch verwandt ist, halten sich hartnäckig Gerüchte um diese Möglichkeit. Der offensichtlichste Beweis für diese Behauptung ist die unheimliche Ähnlichkeit zwischen Harry und Hewitt. Diese Ähnlichkeit reicht von Harrys rotem Haar bis hin zu seinen Gesichtszügen und Eigenheiten. Die offizielle Geschichte, die vom Königshaus stark unterstützt wird, besagt, dass Hewitt und Diana ihre Beziehung erst 1986 begannen. Also 2 Jahre nach Harrys Geburt, 1984. Wenn der oben dargestellte Zeitrahmen stimmt, dann wären die Gerüchte nichts weiter als leeres Geschwätz, das keine Grundlage in der Realität hat. Skeptiker sind jedoch nach wie vor nicht überzeugt. Einige Personen haben die Frage aufgeworfen, ob die tatsächlichen Daten der Affäre zwischen Diana und Hewitt absichtlich verändert oder verzerrt wurden, um die Monarchie zu schützen. Es ist möglich, dass die Beziehung zwischen Diana und Hewitt früher begann, als offiziell zugegeben wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass wichtige Informationen absichtlich ausgelassen wurden, um die Vertraulichkeit der königlichen Blutlinie zu schützen. Die Tatsache, dass der Buckingham-Palast die Behauptungen nie offen angesprochen hat, ist ein weiterer Faktor, der zur Geheimhaltung der Situation beiträgt. Stattdessen wurde das Problem ohne nennenswerte Erklärungen ignoriert, sodass die Gerüchte immer wieder aufflammen konnten. In seinem Interview mit Times Radio hat Sir Nicholas Soames, ein enger Vertrauter von König Charles III, die Mutmaßungen über Harrys Herkunft nicht ausdrücklich unterstützt. Dennoch scheinen die Worte, die er mit großer Sorgfalt gewählt hat, eine unterschwellige Botschaft von Unsicherheit und Unbehagen zu vermitteln. Soames dachte an die schwierige Ehe von Charles und Diana, an das große Leid, das sie beide durchgemacht haben, und an den Trost, den sie in der Gesellschaft anderer suchten. Die seit langem andauernden Diskussionen über Dianas außereheliche Affären und darüber, ob diese einen Einfluss auf die Abstammung der britischen Königsfamilie hatten, wurden durch seine diplomatischen Äußerungen wiederbelebt, indem er hinzufügte, dass Dianas tragischer Tod viele Fragen offen gelassen habe, machte er eine versteckte Anspielung auf die Tatsache, dass die Bedenken bezüglich Harrys Vaterschaft nicht geklärt sind. Über viele Jahre hinweg war diese Hypothese im Hintergrund der königlichen Gespräche präsent. Während einige Leute sie ignoriert haben, haben Verschwörungstheoretiker, Historiker und sogar Mitglieder der High Society sie am Leben erhalten. Da das Verhalten von Prinz Harry jedoch die Beziehungen innerhalb der Monarchie weiterhin belastet, hat die Frage nach seinem legitimen Status innerhalb der königlichen Familie eine neue Bedeutung erlangt. Es war eine schockierende Entdeckung, als Soames zugab, dass er Prinz Charles persönlich vorgeschlagen hatte, sich einem Vaterschaftstest mit Prinz Harry zu unterziehen, bevor er die Thronfolge antritt. Dabei handelte es sich weder um einen Akt des Verrats noch um eine Misstrauenserklärung, sondern um eine Maßnahme, die aus der Not heraus getroffen wurde, um die Legitimität der Thronfolge in der Monarchie zu wahren. Trotzdem waren viele verblüfft über die Andeutung von Soames, dass das Ergebnis dieses Tests bereits bekannt sei und zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden würde. Er versprach,
dass die königliche Familie über die Fakten Bescheid wisse und dass die Erbfolge weiterhin sicher sei, auch wenn er nicht verriet, was der Test bestätigte. Wenn es um Prinz Harrys Hass gegen König Charles, seine ständigen Angriffe auf die Monarchie und seine extreme Entschlossenheit geht, sich vom königlichen Leben zu lösen, ist der wichtigste Indikator vielleicht nicht die offizielle Stellungnahme, sondern das, was er in der Vergangenheit über diese Dinge gesagt hat. All diese Dinge könnten darauf hindeuten, dass er sich bewusst ist, dass er nicht der wahre Sohn des Monarchen ist. Ist es möglich, dass das Wissen, dass er nie als Mitglied der Thronfolge vorgesehen war, seinen Zorn erheblich beeinflusst hat? Sollte dies der Fall sein, ist es möglich, dass sich die Wahrheit bereits vor unseren Augen offenbart. Nicht in Form einer offiziellen Erklärung, sondern in Harrys eigenen Handlungen und seiner Haltung gegenüber dem Vater, den er nicht mehr anerkennen kann. Abstammung. Tradition und das Konzept des göttlichen Rechts bilden seit Jahrhunderten das Fundament, auf dem die britische Monarchie aufgebaut ist. Dies gilt insbesondere in der heutigen Zeit, in der die öffentliche Kontrolle stärker ist als je zuvor, da selbst der kleinste Bruch in den Grundlagen der Blutlinie enorme Auswirkungen haben kann. Bis jetzt hat die königliche Familie zu diesem Thema geschwiegen, wie sie es seit vielen Jahren tut. Doch auch wenn die Spannungen zwischen Harry und der Monarchie weiter zunehmen und Personen wie Soames die Flammen des Misstrauens sanft schüren, ist eines sicher: dieser Schatten wird nicht so schnell verschwinden. Schockierende DNA-Ergebnisse. Das verblüffende DNA-Ergebnis erwies sich als katastrophal, und nur einige wenige Personen konnten sich das jemals vorstellen. Die kryptischen Worte von Sir Nicholas Soames haben den Verdacht aufkommen lassen, dass etwas weitaus Schlimmeres entdeckt worden sein könnte. Es gibt eine Tatsache, die das Potenzial hat, so zerstörerisch zu sein, dass sie die Grundlagen der Monarchie im Vereinigten Königreich erschüttern könnte. Allein die Tatsache, dass Soames einen Vaterschaftstest auch nur am Rande erwähnte, reichte aus, um ganz Großbritannien zu erschüttern, auch wenn er es absichtlich vermied, die tatsächlichen Ergebnisse zu veröffentlichen, wenn man davon ausgeht, dass es nie Fragen über die Vaterschaft von Prinz Harry gab. Warum sollte man dann überhaupt einen Test in Erwägung ziehen? Bestätigten die Ergebnisse, was der Palast hören wollte? Oder wurden sie absichtlich zurückgehalten, um einen Skandal abzuwenden, der die ganze Nation betreffen würde? Die Schlüsselfrage an diesem Punkt ist nicht nur, ob der Test gemacht wurde oder nicht, sondern vielmehr, was die Untersuchung ergeben haben könnte. Da es nichts zu verbergen gab, stellt sich die Frage, warum wurde so lange über diese Angelegenheit geschwiegen? Könnte die unnachgiebige Ruhe im Schloss ein Hinweis darauf sein, dass die Realität weitaus schrecklicher ist, als sich irgendjemand jemals hätte vorstellen können? Sollte ein Test durchgeführt werden und das Ergebnis ungünstig ausfallen, würde dies bedeuten, dass Prinz Harry nicht der biologische Sohn von König Karl III. Ist. Dies wäre nicht nur eine Entdeckung, die die Identität des Prinzen zerstören würde, sondern es würde auch eine Verfassungskrise auslösen, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Die Legitimität der königlichen Familie würde angezweifelt, die Erbfolge würde in Frage gestellt und die gesamte Struktur der Monarchie könnte in gewissem Maße durcheinandergebracht werden. Nur weil Soames sich dafür entschieden hat, nicht näher darauf einzugehen, sind die Auswirkungen noch beunruhigender geworden. Gibt es potenziell schädliche Ergebnisse des Tests? Ist es möglich, dass die Ergebnisse tief in den königlichen Archiven vergraben wurden, wo sie nie wieder in Betracht gezogen werden? Eine andere Möglichkeit ist, dass der Palast von der Angst vor der Entdeckung einer verheerenden Realität so überwältigt war, dass er beschloss, überhaupt keinen Test durchzuführen. Die Qualen, die König Karl aufgrund des Verrats empfindet, sind extrem. Was Soames betrifft, so hatte der König Schwierigkeiten, seine Zuneigung zu seinem Sohn mit dem Schaden, den Harry der Monarchie zugefügt hat, in Einklang zu bringen. Wenn Charles selbst seit geraumer Zeit Zweifel an Harrys tatsächlicher Abstammung hegt, ist dies nicht nur ein emotionaler Schmerz, sondern auch ein verfassungsrechtliches und historisches Rätsel. Sollte sich herausstellen, dass Prinz Harry nicht der leibliche Sohn von Charles ist, würde dies darauf hindeuten, dass die Monarchie seit mehreren Jahren absichtlich eine Lüge aufrechterhält. Ein Skandal dieses Ausmaßes wäre bedeutender als selbst die berüchtigsten königlichen Skandale in den Annalen der britischen Geschichte. Die Spannungen zwischen Harry und seinem Vater haben ein unkontrollierbares Ausmaß erreicht. Und das würde erklären, warum es so weit gekommen ist. Die öffentlichen Fehden, die Angriffe auf die Monarchie und das wachsende Gefühl der Trennung
zwischen Harry und seinen königlichen Cousins könnten ihren Ursprung in etwas haben, das viel tiefer geht als ein einfacher Streit mit der Institution. Eine mögliche Erklärung ist, dass dies auf die schmerzhafte Tatsache zurückzuführen ist, dass Harry immer als Außenseiter betrachtet wurde. Die Auswirkungen sind für Prinz William ebenso schrecklich wie für alle anderen. Als Thronfolger wurde er lange Zeit als verantwortungsbewusster und pflichtbewusster zukünftiger König dargestellt, während Harry als der rebellische und unberechenbare Ersatzmann galt. Wenn Harry jedoch von vornherein nicht für die Thronfolge vorgesehen war, würde die gesamte Beziehung zwischen den beiden Geschwistern auf den Kopf gestellt werden. Es ist möglich, dass das angespannte Verhältnis zwischen William und seinem Bruder nicht nur auf Harrys Ungehorsam gegenüber den königlichen Gepflogenheiten zurückzuführen ist. Vielmehr könnte es die Folge eines lebenslangen Bewusstseins sein, dass die Position seines Bruders in der Monarchie immer prekär, wenn nicht sogar völlig illegitim war, infolge der Enthüllungen von Soames, die derzeit die Gespräche beherrschen, kann die britische Öffentlichkeit nur schwer begreifen, was dies für die Zukunft der Monarchie bedeutet. Über viele Jahre hinweg ist es der königlichen Familie gelungen, verheerende Skandale zu verhindern. Doch dieses Mal steht zu viel auf dem Spiel. Sollte die Monarchie weiterhin die immer zahlreicher werdenden Bitten um Offenheit ignorieren, wird die Welt nur das Schlimmste vermuten. Dass die Wahrheit so schädlich und katastrophal ist, dass sie niemals laut ausgesprochen werden darf. Doch wie lange kann der Palast diese Ungewissheit noch aufrechterhalten? Noch nie gab es eine Krise wie die, in der sich die Monarchie derzeit befindet. Und wenn die Wahrheit jemals in ihrer Gesamtheit ans Licht kommt, werden die Folgen verheerend sein. Es ist möglich, dass die Öffentlichkeit nie das gesamte Ergebnis dieses Vaterschaftstests erfahren wird. Eines ist jedoch sicher. Nicholas Soames hat endlich das Geheimnis um das Ergebnis des Vaterschaftstests von Prinz Harry gelüftet. Und es ist eine negative Entdeckung. Die schockierende Enthüllung über den Vaterschaftstest von Prinz Harry könnte der größte königliche Skandal des Jahrhunderts werden. Aber jetzt wollen wir von Ihnen hören. Was denken Sie, was das für Prinz Harry und die königliche Familie bedeutet? Schreiben Sie Ihre Gedanken in die Kommentare unten. Und wenn Sie königliche Dramen, schockierende Skandale und aktuelle Nachrichten lieben, vergessen Sie nicht, uns zu mögen, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren.